Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Deutsch mit Zaloa. Mein Name ist Anja, aber in diesem Video bin ich nicht deine Lehrerin. En este video no soy yo tu maestra, sino aún mucho mejor. Para este video invité a muchos maestros de alemán. Invité a muchos creadores de contenido. Seguramente a muchos de ellos los conoces porque tienen sus canales en YouTube, en Instagram, en TikTok, no sé dónde más. Y todos ellos enseñan alemán. Entonces todos ellos conocen los errores típicos que sus alumnos cometen todos los días. Ya sabes que yo siempre digo que los errores son importantes porque solo a través de los errores puedes aprender, así que yo quiero que tú puedas aprender de los errores de los demás. Y seguramente si ya llevas un buen rato aprendiendo alemán, seguramente has cometido también algunos de estos errores y a lo mejor no te has dado cuenta, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles son los errores comunes que una persona que aprende el alemán comete en su proceso del aprendizaje del alemán. Viel Spaß bei diesem Video! Hi, ich heiße Linda von German with Joy und ich wollte fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir? Und hier passiert ein ganz häufiger Fehler. Ich bin gut. Bitte, mir geht es gut. Ihr braucht den Dativ hier. Ich bin gut klingt ein bisschen hochnäsig. Oh, ich bin so gut. Ja, mir geht es gut. Hallo Leute, mein Name ist Natalia von Learn German Fast. Ein typischer Fehler, den ich sehr oft sehe, ist, ich gehe nach Rewe, nach Ikea. Bei Firmen benutzen wir immer die Präposition zu und nicht nach. Ich gehe zu Rewe. Ich fahre zu Ikea. Hallöchen, yo soy Andy de Andy GM en Berlin und noch ein typischer Fehler, den ich sehr oft sehe, ist, dass man sagt, ich studiere Deutsch. Eso significa que estás haciendo un estudio en alemán, filología alemana, que estudias alemán, no que aprendes alemán. Und wie sagt man das richtig? Man sagt, ich lerne Deutsch. Also macht den Fehler nie wieder. Ich lerne Deutsch. Ich bin Didi von German with Didi und ich bringe Leuten bei Instagram Deutsch bei. Meine Schüler machen ganz gerne den Fehler, dass sie das CH falsch aussprechen. Das heißt, ganz viele Leute, die beispielsweise aus dem Ostblock kommen, nenne ich es jetzt mal, oder halt vom Balkan, sprechen das CH als Ch aus. Also beispielsweise, ich sage ich, man spricht es ich aus. Ja? Was gerne ausgesprochen wird, ist ich. Das ist aber falsch. Hallo, ich bin Juliane von German2Go. Ihr findet meinen Videokurs auf german2go.com und ich möchte euch etwas über einen Fehler erzählen, den ich häufiger von englischen Muttersprachlern höre. Und zwar übersetzen sie "This is like that" or "I do it like that" mit "Das ist wieso" oder "Ich mache es wieso", aber das ist falsch. Es gibt hier im Deutschen kein wie. Like that ist einfach nur so. Also sagt, ich mache es so. Hallo, mein Name ist Lia von Germanium Online und ich unterrichte Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein sehr häufiger Fehler, den ich bei meinen Lernenden beobachte, ist vor allem aus dem slawischen Bereich, und zwar, dass das O falsch ausgesprochen wird. Also in einem Wort wie Hallo oder Ostern würde es als Hallo oder Ostern ausgesprochen werden. Nochmal die richtige Variante: Hallo und nicht Hallo und Ostern und nicht Ostern. Ja, hi, ich bin Vanessa von The German Bus und ich helfe Leuten beim Deutschlernen. Ja, ich höre ganz oft entweder ich habe heiß oder ich bin heiß. Aufpassen, es heißt auf Deutsch mir ist heiß. So in English that would be I feel hot, I'm hot. Und ich bin heiß means I am hot. It's also nice, but I don't think you want to say that. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Eso es algo que nos ayuda bastante, ¿verdad? Así que si tú quieres aprender más alemán y aún no te has suscrito a este canal, hazlo en este momento.
Y otra vez, eso no es nada más un canal en donde puedes ver un video y puedes participar pasivamente, sino también puedes participar activamente. Aquí queremos que tú puedas aprender de los demás y los demás puedan aprender de ti. Así que por favor también escribe un comentario. Ponle pausa en el video ahora si quieres o hazlo hasta el final. Pero déjanos un comentario con un error que tú has escuchado de alguien más o que a lo mejor tú has cometido, ¿ok? Viel Spaß bei dem Rest von den Fehlern. Hallo, ich bin Jeanne und ich helfe Franzosen Deutsch zu lernen auf meinem Kanal Apprendre Naturellement. Und hier ist ein ganz typischer Fehler bei Anfängern, die sagen, ich habe 19. Was ist da falsch? Okay, ich habe nicht 19, aber haben ist falsch. 19 ist auch falsch, aber haben ist falsch. J'ai 19 ans oder 19 Jahre. Auf Deutsch sagt man, ich bin 19. Ich bin 19 Jahre alt. Ja, und das ist ein ganz häufiger Fehler, den viele Anfänger machen. Jetzt machst du den nicht mehr. Hallo Leute, ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Maria, ich bin Deutschlehrerin und mein YouTube-Kanal heißt Dein Sprachcoach. Heute habe ich einen Fehler mitgebracht. Meine Schüler verwechseln oft zu Hause in meinem Hause. Nein, das ist falsch. Also, ich erzähle euch, wie es richtig heißt. Wir stellen immer eine Frage. Wo bin ich? Ich bin zu Hause. Wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Und woher kommst du? Ich komme von zu Hause. Und auch ganz wichtig, zu Hause hat 2 Schreibweisen. Der Duden empfiehlt die getrennte Schreibweise. Zu schreiben wir klein und Hause groß. Aber man kann das Wort auch zusammenschreiben. Und diesmal klein. Zu Hause. So ist es. Hallo, ich bin Sophia von Deutsch.mit. Du findest meine Seite auf Instagram und TikTok. Und ich habe einen Fehler für euch gefunden, den meine Schüler sehr oft machen. Ich komme aus der Ukraine und sie sprechen natürlich Russisch oder Ukrainisch und sagen sehr oft wir mit meinem Freund, wenn sie nur 2 Personen meinen. Aber im Deutschen geht es leider nicht. Wenn ich sage wir mit meinem Freund, dann sind es mehr als 2 Personen. Da ist noch jemand dabei. Und man sollte eigentlich mein Freund und ich sagen. Hi, ich bin Gabriel von Spring German und ein Fehler, den ich ständig höre von Ausländern oder Leute, die Deutsch lernen, ist das Verwechseln von als und wenn. Zum Beispiel zu sagen, wenn ich 3 Jahre alt war, ist nicht korrekt. Als ich 3 Jahre war, sagt man. Und als ist für die Vergangenheit und wenn ist für die Zukunft. Ich bin Lynn, ich bin von German Job Talk und ich bin Deutschlehrerin. Ich habe mich spezialisiert auf die Berufssprache und ein Fehler, den die allermeisten machen, und zwar von Anfang an, ist die Vertauschung der Laute I und I, also EI und IE, und zwar sowohl phonetisch in der Aussprache als auch im schriftlichen Bereich. Und da wäre es einfach gut, von Anfang an dran zu denken, dass man diese Laute unterscheiden muss. I und I. Also, denkt dran. Hallo zusammen, ich bin Lehrer von Deutschlehrer und tatsächlich gibt es da ein Fehlerchen, das ich ziemlich häufig beobachte. Und zwar ist es im Deutschen so, wenn wir 2 Subjekte haben und eins davon wir selbst sind, dann benennen wir uns selbst nicht als erstes. Das ist nämlich unhöflich und auch grammatikalisch falsch. Zum Beispiel, gestern sind meine Freundin und ich spazieren gegangen und nicht gestern sind ich und meine Freundin spazieren gegangen. Wann benutzt man eigentlich als und wann benutzt man wie? Viele Deutschlerner und sogar Deutsche haben Schwierigkeiten mit diesen beiden Wörtern. Dabei ist das Prinzip eigentlich ziemlich einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Wie benutzt man, um Sachen miteinander zu vergleichen, die gleich sind oder eben gleichwertig. Zum Beispiel, ich mag Pizza genauso gern wie Pommes. Und als benutzt man, um Sachen miteinander zu vergleichen, die ungleich sind. Ich bin zum Beispiel sehr groß. Ich sage oft, ich bin größer als du oder ich bin größer als er. Wenn du in einem Satz einen Komparativ hast, weißt du, dass du als benutzen musst.
Und denkt dran, niemals als und wie in einem Satz. Vielen Dank an alle, die in diesem Video teilgenommen haben. Es hat uns sehr gefreut, euch alle in Berlin persönlich kennengelernt zu haben. Y a todos los que están viendo este video, denles por favor también un gran aplauso a todos los que participaron en este video. Aquí en la descripción de este video pueden encontrar todos los enlaces a todos los canales de las personas que participaron aquí. Danke an alle und bis bald, bis zum nächsten Video. Ciao!